Lektion 1: Gesunde Gewohnheiten. Hey Anna, hast du schon deine Morgengymnastik gemacht? Guten Morgen. Ja, ich habe gerade eine kurze Joggingrunde im Park beendet. Es weckt mich wirklich auf und bringt mein Blut zum Fließen. Das ist großartig. Ich selbst bevorzuge einen flotten Spaziergang. Es ist eine nette Art, den Tag zu beginnen. Absolut. Frische Luft und etwas Bewegung sind der perfekte Weg, um Energie zu tanken, bevor Sie sich an die Arbeit machen. Ich stimme zu. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit dein eigenes Mittagessen mit zur Arbeit bringst. Ist das Teil deiner neuen gesunden Routine? Ist es. Ich habe versucht, mehr Mahlzeiten zu Hause zu kochen, anstatt auswärts zu essen. Es ist besser für meinen Geldbeutel und meine Taille. Zu Hause zu kochen ist so viel gesünder. Was ist dein hausgemachtes Lieblingsgericht? Ich muss sagen, mein Gemüsebraten. Es ist schnell, voller Nährstoffe und sehr lecker. Lecker, das klingt köstlich. Ich sollte versuchen, das selbst zu machen. Irgendwelche Tipps für einen Anfängerkoch wie mich? Fangen Sie auf jeden Fall mit frischem, saisonalem Gemüse an. Und haben Sie keine Angst, mit verschiedenen Gewürzen zu experimentieren. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat. Gesunde Gewohnheiten sind so wichtig. Du bist willkommen. Auf uns selbst aufzupassen sollte Priorität haben. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Absolut. Ich werde versuchen, mehr Bewegung und hausgemachte Mahlzeiten in meine Routine zu integrieren. Das ist wunderbar zu hören. Gerne teile ich Ihnen weitere gesunde Tipps mit, wenn Sie sie benötigen. Das weiß ich zu schätzen. Es war toll, mit dir darüber zu chatten. Genieß den Rest deines Tages. Lektion 2: Reisetipps. Entschuldigung, haben Sie eine Minute, um Reisepläne zu besprechen? Ganz gewiss. Ich würde mich freuen, einige meiner Reiseerfahrungen mit Ihnen zu teilen. Großartig, danke. Ich hoffe, diesen Sommer eine Reise nach Europa planen zu können, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Europa ist ein so vielfältiger Kontinent mit so vielen unglaublichen Reisezielen. Wo sind Sie am meisten an einem Besuch interessiert? Nun, ich würde gerne die Wahrzeichen an Orten wie Paris, London und Rom sehen. Aber ich bin auch neugierig darauf, einige weniger bekannte Orte zu erkunden. Das ist ein großartiger Ansatz. Ich würde empfehlen, mindestens eine Woche in jedem Land zu verbringen, um vollständig in die Kultur einzutauchen. Eine Woche an jedem Ort? Das klingt, als würde es viel Zeit in Anspruch nehmen. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich meine Zeit maximieren kann? Absolut. Ich würde vorschlagen, sich auf 3 bis 4 Länder zu konzentrieren und wirklich tief in diese Ziele einzutauchen. Das macht Sinn. Gibt es Empfehlungen zu Städten oder Regionen in diesen Ländern, die man gesehen haben muss? Für Frankreich kann ich Paris und die atemberaubende Landschaft der Provence natürlich nur empfehlen. Oh, die Provence klingt herrlich. Was ist mit den anderen Ländern? In Großbritannien ist London ein Muss, aber vergessen Sie nicht die bezaubernden Städte Edinburgh und den Lake District. Wunderbar.
Die klingen alle genau nach meinem Geschmack. Und für Italien? Für Italien sind Rom und Florenz ikonisch, aber auch Venedig und die Amalfiküste sind unglaublich. Wow, das gibt mir viel zum Nachdenken. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie Ihre Reiseexpertise teilen. Ich helfe gerne. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, wenn Sie mit der Planung Ihres europäischen Abenteuers beginnen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Das war so nützlich. Ich fühle mich inspiriert, meine Reise jetzt zu buchen. Lektion 3: Strandglück. Ich wollte dich fragen, was ist dein Lieblingsteil daran, an den Strand zu gehen? Oh, das ist eine gute Frage. Für mich dreht sich alles um das Gefühl der Sonne auf meiner Haut und das Geräusch der Wellen. Ich stimme zu, es ist so beruhigend und erfrischend, am Meer zu sein. Hast du einen Lieblingsstrand, den du gerne besuchst? Definitiv. Ich liebe die Strände an der Amalfiküste in Italien. Das Wasser hat einfach den schönsten Blauton. Wow, die Amalfiküste, Ich kann mir nur vorstellen, wie umwerfend das sein muss. Was machst du gerne, wenn du dort bist? Oh, ich könnte Stunden damit verbringen, einfach die Küste entlang zu laufen und die Aussicht zu genießen. Und natürlich gibt es nichts Besseres, als an einem heißen Tag die Zehen ins kühle Wasser zu tauchen. Das klingt himmlisch. Ich muss zugeben, die Vorstellung von warmem Sand zwischen meinen Zehen finde ich gerade richtig reizvoll. Ich weiß, was du meinst. Der Sand kann allerdings so heiß werden. Hast du jemals damit zu kämpfen? Unbedingt. Ich erinnere mich an ein Mal, als der Sand meine Füße fast versenkte, als wir vom Wasser zurückgingen. Ja, das ist das Schlimmste. Ich achte immer darauf, ein paar Sandalen oder Flipflops mitzunehmen, um meine Füße zu schützen. Kluges Denken. Das muss ich mir bei meinem nächsten Strandausflug merken. Also, was liebst du sonst noch daran, am Meer zu sein? Ich muss sagen, das allgemeine Gefühl von Entspannung und Freiheit. Es ist einfach so friedlich, in der Nähe des Wassers zu sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist der perfekte Weg, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Jetzt juckt es mich wirklich darauf, einen Strandurlaub zu planen. Du solltest es auf jeden Fall tun. Ich teile Ihnen gerne weitere meiner Lieblingsstrandtipps mit, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen. Das weiß ich zu schätzen. Dieses Gespräch lässt mich von weichem Sand, kühlen Brisen und kristallklarem Wasser träumen. Lektion 4: Kulinarisches Abenteuer. Guten Morgen. Ich hatte gehofft, wir könnten uns heute über unsere Lieblingsspeisen unterhalten. Exzellente Idee. Ich freue mich immer darauf, über köstliche Küche zu sprechen. Wunderbar. Ich weiß, dass du schon einmal erwähnt hast, koreanisches Essen zu genießen. Was sind einige deiner koreanischen Lieblingsgerichte? Oh, gute Frage. Ich liebe Bibimbap absolut. Die Mischung aus Reis, Gemüse und dieser leckeren Gochujang-Sauce ist einfach göttlich. Ah ja, Bibimbap ist so schmackhaft und sättigend. Welche anderen koreanischen Gerichte haben Sie probiert und genossen? Lass mich nachdenken.
Ich bin auch ein großer Fan von Kimchi-Eintopf. Die würzigen Aromen sind so beruhigend. Kimchi-Eintopf. Ich glaube nicht, dass ich das schon einmal hatte. Wie sieht die grundlegende Vorbereitung aus? Es besteht aus fermentiertem Kimchi als Hauptzutat, zusammen mit Schweinefleisch, Tofu und verschiedenen Gemüsesorten. Die Brühe ist reich und dynamisch im Geschmack. Das klingt absolut köstlich. Ich muss schauen, ob ich ein gutes koreanisches Restaurant finde, um es auszuprobieren. Definitiv. Die koreanische Küche bietet neben den Klassikern wie Bulgogi und Japchae so viele köstliche Optionen. Absolut. Ich bin neugierig, gibt es noch andere weniger bekannte koreanische Gerichte, die Sie empfehlen würden? Oh, lass mich nachdenken. Japchae ist ein persönlicher Favorit. Diese Süßkartoffelnudeln sind so einzigartig und machen süchtig. Japchae. Ich glaube nicht, dass mir das schon einmal begegnet ist. Was beinhaltet das? Es ist ein süßes, herzhaftes und leicht zähes Glasnudelgericht, das aus Gemüse und manchmal Rindfleisch zubereitet wird. Die Aromen sind einfach großartig. Wow, das klingt nach einer faszinierenden Kombination. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Haha, ich auch. Koreanisches Essen ist wirklich ein kulinarisches Abenteuer. Es gibt immer etwas Neues und Aufregendes zu entdecken. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihr Fachwissen teilen. Sie haben definitiv mein Interesse geweckt, mehr koreanische Spezialitäten zu entdecken. Jederzeit. Ich würde mich sehr freuen, Sie irgendwann auf eine koreanische Foodtour mitzunehmen. Vielleicht nehme ich das Angebot einfach an. Es war ein wunderbares Gespräch über unsere gemeinsame Liebe zu köstlicher Küche. Lektion 5: Eine historische Romanze. Liebe Grüße. Ich habe mich gefragt, ob Sie heute daran interessiert wären, ein bisschen über die frühe amerikanische Geschichte zu sprechen. Unbedingt. Ich freue mich immer darauf, mehr über die Ursprünge der Vereinigten Staaten zu erfahren. Wunderbar. Hast du die Geschichte von Pocahontas und Captain John Smith gehört? Ja, ich kenne diese faszinierende Geschichte aus den frühen 1600er Jahren. Es ist so ein fesselndes Stück Geschichte. In der Tat. Soweit ich weiß, ereignete sich ihre Begegnung 1606, während der ersten englischen Besiedlung in Jamestown, Virginia. Das ist richtig. Pocahontas war eine junge Indianerin, die sich mit den englischen Kolonisten, einschließlich Captain Smith, anfreundete. Exakt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat König James I. von England tatsächlich die Gründung der Jamestown-Kolonie genehmigt. Du hast absolut recht. Die Virginia Company of London erhielt 1606 ihre königliche Urkunde von König James. Faszinierend. Wissen Sie, was den König dazu veranlasste, grünes Licht für das Jamestown-Projekt zu geben? Wenn ich mich nicht irre, waren die Engländer bestrebt, ihre koloniale Präsenz auszubauen und in der neuen Welt Fuß zu fassen. Ah ja, das macht Sinn. Sie wollten wahrscheinlich mit den Spaniern konkurrieren und sich wirtschaftliche Chancen sichern. Exakt.
Die Besiedlung Virginias wurde als eine Möglichkeit angesehen, Englands globalen Einfluss und Wohlstand zu stärken. Interessant. Und natürlich ist die Geschichte von Pocahontas und John Smith zu einem dauerhaften Teil dieser Geschichte geworden. Absolut. Ihre Beziehung, ob romantisch oder nicht, ist zur Legende geworden. In der Tat. Es ist eine fesselnde Geschichte über interkulturelle Begegnungen und die Komplexität der Kolonialzeit. Ich stimme zu. Es gibt so viel, was wir lernen können, wenn wir die Nuancen dieser historischen Periode erkunden. Auf jeden Fall. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich mit mir zu diesem Thema austauschen. Es war eine aufschlussreiche Diskussion. Das Vergnügen liegt ganz bei mir. Es macht mir immer Spaß, in den reichen Wandteppich unserer gemeinsamen Geschichte einzutauchen. Lektion 6: Ein Einkaufsabenteuer. Guten Abend. Hab gehört, dass du heute einkaufen gegangen bist. Wie war's? Hervorragend. Ich hatte eine wundervolle Zeit beim Erkunden der Geschäfte in der Innenstadt. Das ist toll zu hören. Hast du am Ende etwas Interessantes gefunden? Das habe ich in der Tat getan. Ich habe ein paar neue Outfits gekauft, auf die ich mich wirklich freue. Wunderbar. Gehst du normalerweise mit Freunden oder der Familie einkaufen? Es kommt darauf an. Manchmal gehe ich alleine, aber manchmal bringe ich jeden mit, der will. Das macht Sinn. Es macht immer mehr Spaß, in Gesellschaft einzukaufen, findest du nicht? Unbedingt. Ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. Das kann ich mir vorstellen. Was machen Sie und Ihre Freunde oder Familie normalerweise, wenn Sie einkaufen gehen? Oh, wir stöbern in den Geschäften, probieren Kleidung an und geben uns gegenseitig ehrliche Meinungen. Es ist ein echtes Bindungserlebnis. Das klingt entzückend. Haben Sie Lieblingsgeschäfte oder Einkaufsviertel in der Gegend? Das tue ich. In der Innenstadt gibt es diese bezaubernde kleine Boutique, die ich einfach liebe. Der Besitzer ist so freundlich und hilfsbereit. Das ist wunderbar. Es ist immer schön, diese versteckten Juwelenläden zu finden, nicht wahr? Absolut. Und weißt du, manchmal essen wir sogar etwas oder trinken einen Kaffee zwischen den Geschäften. Oh, das klingt nach dem perfekten Tagesausflug. Ein bisschen einkaufen, ein bisschen essen, das ist unschlagbar. Genau. Meiner Meinung nach ist es eine wunderbare Art, einen Nachmittag zu verbringen. Ich kann den Reiz durchaus nachvollziehen. Vielleicht muss ich dich und deine Crew beim nächsten Mal begleiten. Du bist mehr als willkommen zu. Ich denke, du würdest die Erfahrung wirklich genießen. Ich freue mich über die Einladung. Das klingt nach einer wunderbaren Art, einen Tag zu verbringen. Lektion 7: Bürgerpflicht. Morgen. Hast du von der bevorstehenden Juryaufgabe in unserer Stadt gehört? Ja, habe ich. Es ist eine wichtige staatsbürgerliche Verantwortung, der wir alle gerecht werden müssen. In der Tat. Ich habe neulich meine Vorladung per Post erhalten.
Wirklich? Bist du nervös, in einer Jury zu sitzen? Um ehrlich zu sein, bin ich etwas besorgt. Ich habe es noch nie gemacht. Ich verstehe das Gefühl, aber versuche, dir nicht zu viele Sorgen zu machen. Es ist eine augenöffnende Erfahrung. Ich nehme an, du hast recht. Wie war Ihre Erfahrung mit der Jurytätigkeit? Nun, ich war vor ein paar Jahren in einem Strafverfahren tätig. Es war manchmal intensiv, aber sehr informativ. Das kann ich mir vorstellen. Fanden Sie den Prozess fair und unparteiisch? Absolut. Der Richter und die Anwälte haben große Anstrengungen unternommen, um ein gerechtes Verfahren zu gewährleisten. Das ist beruhigend zu hören. Ich möchte sicher gehen, dass ich meine Bürgerpflicht ernst nehme. Ich bin mir sicher, dass du das tun wirst. Bleiben Sie einfach unvoreingenommen und hören Sie sich die Beweise genau an. Das ist ein guter Rat. Haben Sie noch weitere Tipps für Juroren, die zum ersten Mal dabei sind? Lass mich nachdenken. Oh, ich würde empfehlen, sich Notizen zu machen und Fragen zu stellen, wenn Sie sich nicht sicher sind. Vermerkt. Das mache ich auf jeden Fall. Was ist mit dem Zeitaufwand? Es kann variieren, aber planen Sie mindestens ein paar Tage bis eine Woche ein, bei komplexen Fällen möglicherweise länger. Wow, das ist eine ziemlich erhebliche Zeitinvestition. Ich hoffe, mein Arbeitgeber hat Verständnis. Ich bin mir sicher, dass Sie es sein werden. Die Jurypflicht ist ein geschütztes Recht, das Arbeitgeber respektieren müssen. Das ist gut zu wissen. Dank Ihrer Anleitung fühle ich mich jetzt etwas besser vorbereitet. Lektion 8: Währungskonversation. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit, um die Wechselkurse zu besprechen? Absolut. Ich würde mich freuen, darüber zu chatten. Was beschäftigt dich? Nun, ich plane eine Auslandsreise und wollte ein Gefühl für den aktuellen Wechselkurs bekommen. Tolles Timing. Der Wechselkurs scheint in letzter Zeit ziemlich stark zu schwanken. Ich verstehe. Gibt es eine einfache Möglichkeit für mich, den Überblick über die aktuellen Tarife zu behalten? Ja, es gibt ein paar gute Optionen. Viele Banken und Wechselstuben verfügen über Online-Tools. Okay, das ist gut zu wissen. Ich muss ein paar verschiedene Quellen überprüfen. Auf jeden Fall. Der Vergleich der Tarife verschiedener Anbieter kann Ihnen helfen, das beste Angebot zu finden. Absolut. Und sollte ich meine Währung vor meiner Abreise umtauschen oder warten, bis ich ankomme? Das ist eine gute Frage. Das hängt oft vom jeweiligen Reiseziel und seiner Währung ab. Das ist ein gutes Argument. Ich werde nach Europa reisen, also wäre der Euro die Hauptwährung. In diesem Fall ist es vielleicht am besten, vor Ihrer Reise etwas Geld umzutauschen. Okay, das macht Sinn. Was ist, wenn ich dort meine Debit- oder Kreditkarte verwende? Die Verwendung von Karten ist sehr praktisch, aber die Wechselkurse und Gebühren können sich schnell summieren. Ich verstehe. Also ist es besser, eine Mischung aus Landeswährung und Karten zu haben?
Genau. Auf diese Weise haben Sie die Flexibilität und können die Umstellungskosten minimieren. Exzellente Beratung. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Gar kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie Ihre Reise planen. Wird reichen. Das war unglaublich hilfreich. Nochmals vielen Dank für Ihr Fachwissen. Lektion 9: Erkundung der Unterkunftsmöglichkeiten. Guten Morgen. Ich wollte einige Optionen für eine Unterkunft auf meiner bevorstehenden Reise besprechen. Wunderbar. Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach einer Auswahl an Unterkünften. Ich versuche zu entscheiden, ob ich in der Innenstadt oder etwas weiter draußen bleiben soll. Das ist eine gute Überlegung. Was sind die Vor- und Nachteile, die Sie abwägen? Nun, ich mag die Idee, mitten im Geschehen in der Innenstadt zu sein. Das macht Sinn. Die Bequemlichkeit, in der Nähe von Geschäften, Restaurants und Sehenswürdigkeiten zu sein, ist ansprechend. Exakt. Aber ich habe auch gehört, dass es günstiger sein kann, außerhalb des Zentrums zu wohnen. Das ist ein gutes Argument. Die Preise sind tendenziell niedriger, je weiter sie vom Stadtzentrum entfernt sind. HMM, das ist ein wichtiger Faktor, den ich bei meinem Reisebudget berücksichtigen muss. Absolut. Haben Sie sich schon bestimmte Stadtteile oder Hoteloptionen angesehen? Nicht im Detail, aber ich dachte darüber nach, mir einige Bewertungen online anzusehen. Exzellente Idee. Durch das Lesen von Bewertungen können Sie sich ein gutes Bild von den Vor- und Nachteilen der einzelnen Bereiche machen. Richtig, auf diese Weise kann ich die Kompromisse zwischen Kosten und Bequemlichkeit abwägen. Exakt. Und vergessen Sie nicht, auch den Transport zu berücksichtigen, wenn Sie außerhalb des Zentrums wohnen. Gute Entscheidung. Ich muss herausfinden, wie einfach es ist, sich von verschiedenen Orten aus fortzubewegen. Auf jeden Fall. Das Letzte, was Sie wollen, ist, sich isoliert zu fühlen oder viel Zeit mit dem Pendeln zu verbringen. Absolut. Das ist wirklich hilfreich. Ich weiß es zu schätzen, dass du das mit mir besprochen hast. Ich freue mich, dass ich eine nützliche Perspektive bieten konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Wird reichen. Ich fühle mich jetzt besser darüber informiert, wo ich mit meiner Wohnungssuche beginnen soll. Lektion 10: Planung eines Wochenendausflugs. In Ordnung, ich versuche meine Reisepläne für das Wochenende fertigzustellen. Hervorragend, ich helfe Ihnen gerne bei der Ausarbeitung der Details. Ich denke darüber nach, am Freitagmorgen abzureisen und am Sonntag zurückzukehren. Okay, das gibt dir ein schönes langes Wochenende, um wegzukommen. Wo hast du vor, hinzugehen? Ich denke über eine Reise an die Küste nach, bin aber auch offen für andere Ideen. Die Küste könnte zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Was erhoffst du dir von deiner Reise? Ich würde gerne wandern, vielleicht ein paar kleine Küstenstädte besuchen. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Die Landschaft und die malerischen Städte sind so bezaubernd. Exakt. Und ich hoffe,
ein gemütliches kleines Gasthaus oder Bed und Breakfast zu finden, in dem ich übernachten kann. Das ist eine tolle Idee. Diese Art von Unterkünften kann das Erlebnis wirklich bereichern. Absolut. Haben Sie Empfehlungen für bestimmte Städte oder Orte, die Sie sich ansehen sollten? Lass mich nachdenken. Einige Städte, die mir in den Sinn kommen, sind Seaside und Cannon Beach. Oh, Cannon Beach, das ist der mit dem ikonischen Highstack Rock, oder? Ja, das ist es. Es ist eine malerische kleine Stadt mit wunderschönen Stränden. Perfekt, das kommt dann definitiv auf meine Liste. Ich muss meinen Aufenthalt bald buchen. Auf jeden Fall, je früher desto besser, besonders für einen Wochenendausflug. Toller Rat. Ich werde heute Abend anfangen, nach Unterkünften zu suchen. Wunderbar, ich bin sicher, Sie werden den perfekten Ort für Ihren Wochenendausflug finden. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Das entwickelt sich wirklich zu einer fantastischen Reise. Lektion 11: Tipps zur Sicherheit zu Hause. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, die Sicherheit in meinem Haus zu verbessern. Oh, das ist eine kluge Idee. Was für Dinge ziehst du in Betracht? Nun, ich habe gehört, dass Leuchten mit Bewegungssensor sehr effektiv sein können. Absolut, die sind eine große Abschreckung. Sie werden potenzielle Eindringlinge abschrecken. Genau, das ist eine großartige Möglichkeit, potenzielle Eindringlinge abzuschrecken. Das füge ich auch zu meiner Liste hinzu. Auf jeden Fall. Und haben Sie darüber nachgedacht, ein Sicherheitskamerasystem zu installieren? Weißt du, das ist ein gutes Argument. Ich habe darüber diskutiert, ein paar Kameras einzurichten. Sie können sehr hilfreich sein, um die Aktivitäten in Ihrem Zuhause zu überwachen. Ja, und mir gefällt, dass ich das Filmmaterial überprüfen kann, falls etwas Verdächtiges passiert. Absolut, es bietet eine zusätzliche Ebene von Sicherheit und Seelenfrieden. Ganz gewiss. Ich denke auch darüber nach, die Schlösser an meinen Türen und Fenstern zu verbessern. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Ihre Zugangspunkte sicher sind. Auf jeden Fall. Vielleicht schaue ich mir ein paar intelligente Schlösser an, die ich fernsteuern kann. Oh, das ist eine tolle Idee. Der Komfort des Fernzugriffs ist wirklich praktisch. Genau, und es würde mir ermöglichen, zu überprüfen, ob alles verschlossen ist. Wunderbar, es hört sich so an, als ob Sie wirklich die richtigen Schritte unternehmen, um die Sicherheit Ihres Hauses zu verbessern. Ich möchte sicherstellen, dass mein Zuhause und meine Familie so geschützt wie möglich sind. Das weiß ich zu schätzen. Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben. Absolut. Danke für die hilfreichen Vorschläge. Ich muss jetzt viel beachten. Lektion 12: Die große Migration. Morgen. Haben Sie von der großen Migration zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehört? Nein, ich glaube nicht, dass ich damit vertraut bin. Was kannst du mir darüber sagen? Nun,
Es war eine bedeutende Bewegung von Afroamerikanern vom ländlichen Süden in den städtischen Norden. Ah, ich verstehe. Was waren einige der Faktoren, die zu dieser Migration geführt haben? Viele versuchten, den repressiven Jim Crow-Gesetzen und dem Pachtsystem im Süden zu entkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Versprechen besserer wirtschaftlicher Möglichkeiten im Norden ebenfalls ein Unentschieden war. Exakt. Orte wie Chicago verzeichneten einen Zustrom afroamerikanischer Arbeiter, vor allem in der Industrie. Das ist faszinierend. Ich weiß, dass die Musikszene in Chicago wirklich von diesem Zustrom profitiert hat. Absolut. Jazzmusiker wie Louis Armstrong und Ella Fitzgerald zogen nach Norden nach Chicago. Wow, das muss einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Jazz in der Stadt gehabt haben. Hat es getan. Die Klänge der großen Migration haben den ikonischen Chicagoer Jazzstil mitgeprägt. Ich kann mir die Energie und Lebendigkeit vorstellen, die all diese neuen Einwohner in die Stadt gebracht haben. Auf jeden Fall. Es war eine Zeit des Wandels, die Orte wie Chicago nachhaltig geprägt hat. Es ist erstaunlich, wie eine solche Massenmigration die Kulturlandschaft einer Stadt verändern kann. Absolut. Die große Migration war ein entscheidender Moment in der Geschichte der Afroamerikaner. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Kapitel besprechen konnten. Es gibt noch so viel darüber zu lernen. Auf jeden Fall. Es ist eine faszinierende Geschichte, die mehr Aufmerksamkeit und Erkundung verdient. Lektion 13. Das Interview auf den Punkt bringen. Hey, ich habe ein wichtiges Vorstellungsgespräch vor mir. Irgendwelche Tipps, wie man das hinkriegt? Nun, eine wichtige Sache ist, sich während des Interviews auf Ihre nonverbale Kommunikation zu konzentrieren. Nonverbale Kommunikation? Was genau meinst du damit? Dinge wie Ihre Körpersprache, Augenkontakt und Körperhaltung können einen großen Eindruck hinterlassen. Ich verstehe. Wie kann ich also sicherstellen, dass ich die richtigen nonverbalen Signale projiziere? Versuchen Sie, eine selbstbewusste, offene Körperhaltung beizubehalten. Vermeiden Sie verschränkte Arme oder Herumzappeln. Ich hab's. Und was ist mit Augenkontakt? Wie viel ist die richtige Menge? Halte guten Augenkontakt, aber starre nicht. Es zeigt, dass Sie engagiert und aufmerksam sind. Okay, das macht Sinn. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Ja, ein fester Handschlag kann viel dazu beitragen, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Ein fester Handschlag, das werde ich auf jeden Fall im Voraus üben. Auf jeden Fall. Und vergiss nicht, während des Interviews zu lächeln und deutlich zu sprechen. Lächeln, Augenkontakt, Körperhaltung, es gibt viel zu beachten. Ich schätze die Tipps. Kein Problem. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, Selbstvertrauen und Professionalität zu vermitteln. Exzellente Beratung. Ich fühle mich jetzt besser auf mein großes Interview vorbereitet. Ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Denken Sie nur daran, diese nonverbalen Fähigkeiten einzusetzen. Wird reichen.
Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Lektion 14. Unterwegs in Verbindung bleiben. Entschuldigung, wissen Sie zufällig, ob dieses Hotel über Highspeed-WLAN verfügt? Ja, ich glaube, das tun sie. Ich sah ein Schild, auf dem ein Business Center mit kostenlosem WLAN erwähnt wurde. Toll, genau darauf hatte ich gehofft. Ich muss während meines Aufenthalts etwas Arbeit erledigen. Absolut. Ein zuverlässiger Internetzugang ist heutzutage besonders für Geschäftsreisende so wichtig. Auf jeden Fall. Ich verlasse mich darauf, in Verbindung bleiben zu können, während ich unterwegs bin. Das kann ich mir vorstellen. Welche Arbeiten haben Sie am WLAN des Hotels vor? Meistens nur E-Mails abrufen und einige Dokumente für ein bevorstehendes Meeting überprüfen. Ah, ich verstehe. Das Hochgeschwindigkeits-WLAN sollte perfekt für solche Aufgaben sein. Hervorragend. Es ist eine große Erleichterung, wenn Hotels ihren Gästen einen guten Internetservice bieten. Ich stimme zu. Es ist zu einer unverzichtbaren Annehmlichkeit geworden, insbesondere in der Geschäftswelt. Ganz gewiss. Ich überprüfe heutzutage immer die Wi-Fi-Situation, bevor ich ein Hotel buche. Kluger Schachzug. Es kann sehr frustrierend sein, wenn das Internet langsam oder unzuverlässig ist. Absolut. Es kann Ihre Produktivität wirklich beeinträchtigen und die Dinge erschweren. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass dieses Hotel anscheinend über ein starkes WLAN für Gäste verfügt. Ich auch. Das wird meinen Aufenthalt hier viel produktiver und bequemer machen. Lektion 15. Den perfekten Hotelaufenthalt buchen. Entschuldigung, ich konnte nicht umhin zu hören, dass Sie einen Hotelaufenthalt buchen. Oh ja, das bin ich. Ich plane eine Geschäftsreise und muss eine gute Unterkunft finden. Ich verstehe. Wie lange wirst du bleiben? Und wie viele Gäste werden bei Ihnen sein? Nun, ich werde 5 Nächte dort sein und nur ich werde auf dieser Reise reisen. Okay, großartig. 5 Nächte für eine Solo-Geschäftsreise. Das gibt Ihnen einige gute Optionen. Exakt. Ich möchte ein Hotel finden, das über alle Annehmlichkeiten verfügt, die ich für die Arbeit benötige. Auf jeden Fall. Dinge wie Highspeed-Internet, ein komfortabler Arbeitsplatz und vielleicht ein Fitnessstudio. Absolut. Und gute Restaurants in der Nähe wären auch ideal für Mahlzeiten. Natürlich. Eine bequeme Auswahl an Speisen kann auf einer Geschäftsreise einen großen Unterschied machen. Auf jeden Fall. Ich möchte mich ohne großen Aufwand auf meine Arbeit konzentrieren können. Absolut verständlich. Hast du schon angefangen, nach Hotels in der Gegend zu suchen? Noch nicht, ich wollte gerade anfangen, nach einigen Optionen zu suchen. Irgendwelche Empfehlungen? Ich hatte auf meiner letzten Geschäftsreise tatsächlich eine großartige Erfahrung im Hilton Downtown. Das Hilton, hm? Das muss ich mir mal ansehen. Was hat dir daran gefallen? Die Zimmer waren geräumig und komfortabel und das WLAN war schnell und zuverlässig.
Das klingt perfekt. Ich werde mir das Hilton auf jeden Fall ansehen, wenn ich meine Optionen einschränke. Wunderbar. Ich hoffe, Sie finden das ideale Hotel für Ihre bevorstehende Reise. Ich auch. Danke für den hilfreichen Vorschlag. Ich weiß das zu schätzen. Lektion 16: Ein neues Hobby ausprobieren. Entschuldigung, ich konnte nicht anders, als zu hören, wie Sie darüber sprachen, ein neues Hobby auszuprobieren. Oh, ja. Ich habe darüber nachgedacht, eine neue Aktivität aufzunehmen, aber ich bin etwas nervös. Ich verstehe. Was für ein Hobby hast du in Betracht gezogen? Vielleicht kann ich dir einen Rat geben. Nun, ich habe darüber nachgedacht, mich im Töpfern zu versuchen. Es scheint so ein beruhigendes Handwerk zu sein. Töpferei, Das ist eine interessante Wahl. Was macht dich deswegen nervös? Ich nehme an, ich mache mir Sorgen um die notwendigen Anpassungen, wie zum Beispiel die Gewöhnung an die Ausrüstung. Das ist verständlich. Etwas Neues auszuprobieren kann auf jeden Fall zunächst einschüchternd sein. Exakt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Geduld oder das Können habe, um wirklich den Dreh rauszubekommen. Ich verstehe das. Aber weißt du, das Tolle an Hobbys ist, dass du dir Zeit lassen kannst. Das ist ein gutes Argument. Ich muss nicht sofort ein Experte sein. Es dreht sich alles um die Reise. Exakt. Der Prozess des Lernens und Verbesserns ist der halbe Spaß eines neuen Hobbys. Du hast absolut recht. Ich denke, ich muss es einfach versuchen und mir nicht so viele Sorgen machen. Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie am Ende ein verborgenes Talent für die Töpferei. Das wäre unglaublich. Okay, ich glaube, ich werde es versuchen. Danke für die Ermutigung. Jederzeit. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, selbstbewusster zu sein, wenn es darum geht, etwas Neues auszuprobieren. Lektion 17: Umgang mit unterschiedlichen Überzeugungen. Entschuldigung, ich konnte nicht anders, als Ihr Gespräch zu belauschen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich mitmache. Ganz und gar nicht. Bitte, mach weiter. Ich bin immer daran interessiert, verschiedene Perspektiven zu hören. Nun, Sie haben etwas über unseren Stolz, unsere Scham und unsere Überzeugungen besprochen, und ich fand das ziemlich nachdenklich. Ah, ja. Es ist ein komplexes Thema, nicht wahr? Unsere persönlichen Überzeugungen und Werte können sicherlich von Person zu Person unterschiedlich sein. Absolut. Und ich denke, es ist wichtig anzuerkennen, dass wir uns zwar nicht immer einig sind, uns aber trotzdem respektieren können. Exakt. Nur weil unsere Überzeugungen unterschiedlich sind, heißt das nicht, dass wir uns dadurch spalten oder zu einer Quelle der Scham werden lassen müssen. Exakt. Wir sollten uns bemühen, aufgeschlossen zu sein und zu verstehen, woher die andere Person kommt. Auf jeden Fall. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir haben alle unsere eigenen einzigartigen Erfahrungen, die unsere Überzeugungen prägen. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass unsere Überzeugungen oft auf unseren eigenen persönlichen Reisen wurzeln. Absolut. Und obwohl wir vielleicht nicht in der Lage sind, unsere Meinung zu ändern,
können wir trotzdem voneinander lernen und zusammenwachsen. Auf jeden Fall. Es ist wertvoll, sich verschiedene Perspektiven anzuhören, auch wenn wir ihnen nicht vollständig zustimmen. Auf jeden Fall. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen dem Festhalten an unseren eigenen Überzeugungen und dem Respekt gegenüber anderen zu finden. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Es ist ein heikler Tanz, aber einer, den es wert ist, gelernt zu werden. Absolut. Es ist eine Fähigkeit, von deren Kultivierung wir alle profitieren könnten. Einverstanden. Es ist eine Reise, aber eine, die wichtig ist, um eine verständnisvollere und mitfühlendere Welt aufzubauen. Gut gesagt. Ich bin dankbar, dass wir dieses Gespräch hatten. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Lektion 18: In intensiven Diskussionen das Gleichgewicht finden. Hey, ich konnte nicht anders, als zu bemerken, dass du in dem letzten Gespräch etwas angespannt wirkst. Du hast recht. Dort wurde es für einen Moment etwas heftiger. Ja, das konnte ich sagen. Vielleicht sollten wir eine Pause machen und später darauf zurückkommen? Das klingt eigentlich nach einer großartigen Idee. Manchmal ist es gut, wegzugehen, wenn es zu heiß wird. Absolut. Wir wollen nichts sagen, was wir in der Hitze des Gefechts bereuen könnten. Exakt. Eine Verschnaufpause kann uns wirklich helfen, eine Perspektive zu gewinnen. Auf jeden Fall. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, abzukühlen und das Thema mit einem klareren Kopf anzugehen. Absolut. Es geht nur darum, dieses Gleichgewicht zu finden, weißt du? Wir sind begeistert von unseren Überzeugungen, bleiben aber auch aufgeschlossen. Exakt. Wir können fest an unseren Überzeugungen festhalten, aber trotzdem die Tatsache respektieren, dass andere die Dinge anders sehen. Absolut. Und weißt du, manchmal ist es gut, in bestimmten Dingen anderer Meinung zu sein. Auf jeden Fall. Es ist nicht nötig, eine Lösung zu erzwingen, wenn wir am Ende einfach nur aneinander geraten wollen. Exakt. Wir können immer noch eine produktive Diskussion führen, ohne dass daraus eine Debatte wird. Auf jeden Fall. Es geht darum, den idealen Punkt zu finden, an dem wir verschiedene Perspektiven erkunden können, ohne dass es konfrontativ wird. Absolut. Und weißt du, manchmal ist es gut, einfach zuzugeben, dass wir uns in bestimmten Fragen vielleicht nie einig sind. Du bringst ein wirklich gutes Argument vor. Und das ist okay. Wir müssen uns nicht auf alles einigen, um immer noch eine sinnvolle Verbindung zu haben. Exakt. Der Schlüssel liegt darin, diese intensiven Diskussionen mit Empathie und Respekt führen zu können. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Es ist eine Fähigkeit, die Übung erfordert, aber es lohnt sich. Lektion 19: Diskussion über den Umweltschutz. Morgen. Hast du die Neuigkeiten über das neue Wildschutzgebiet mitbekommen? Ja, habe ich. Ich freue mich sehr zu hören, dass Sie daran arbeiten, diese Lebensräume zu schützen. Absolut. Es ist wirklich ermutigend zu sehen, wie Menschen zu diesen Themen Maßnahmen ergreifen. Auf jeden Fall. Die Erhaltung der natürlichen Umwelt ist entscheidend für das Überleben so vieler Arten.
Exakt. Und es geht nicht nur um die Tiere, es kommt dem gesamten Ökosystem zugute. Vollkommen. Gesunde Lebensräume bieten den umliegenden Gemeinden so viele Vorteile. Absolut. Dinge wie saubere Luft, sauberes Wasser und nachhaltige Nahrungsquellen. Exakt. Es ist eine Win-Win-Situation, wenn wir Wege finden, mit der Natur zu koexistieren. Auf jeden Fall. Und es ist nicht immer einfach, aber es ist so wichtig, dass wir es weiter versuchen. Du hast recht. Es gibt viele Herausforderungen, aber jedes bisschen hilft. Auf jeden Fall. Selbst kleine Aktionen können auf lange Sicht einen großen Unterschied machen. Absolut. Und ich freue mich, dass sich mehr Menschen engagieren und eine aktive Rolle übernehmen. Ich auch. Es ist inspirierend zu sehen, wie die Community für diese Sache zusammenkommt. Auf jeden Fall. Wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, können wir wirklich dauerhafte Veränderungen bewirken. Absolut. Nur so können wir diese wertvollen Lebensräume schützen. Exakt. Und es geht nicht nur um die Umwelt, es geht um die Zukunft unseres Planeten. Könnte nicht mehr zustimmen. Wir müssen langfristig denken und das tun, was für kommende Generationen am besten ist. Absolut. Es liegt in unserer Verantwortung, gute Verwalter der Erde zu sein. Gut gesagt. Es ist eine große Aufgabe, aber ich bin zuversichtlich, dass wir der Herausforderung gewachsen sind. Lektion 20: Besprechung einer Geschäftsverhandlung. Hey Anna, hattest du die Gelegenheit, die Verhandlungen, die wir besprochen haben, weiter zu verfolgen? Ja, habe ich. Ich habe noch einmal mit Ihnen gesprochen und Sie schienen für unseren Vorschlag empfänglich zu sein. Wunderbar. Was waren Ihre Hauptanliegen oder Diskussionspunkte? Nun, Sie haben ein paar Dinge erwähnt, von denen Sie möchten, dass wir sie in der Vereinbarung berücksichtigen. Ich verstehe. Welche Anpassungen oder Kompromisse haben Sie vorgeschlagen? Sie fragten, ob wir in Bezug auf den Zeitplan und die Zahlungsstruktur flexibler sein könnten. Das ist vernünftig. Hatten Sie das Gefühl, einen Mittelweg finden zu können? Ich glaube schon. Wir haben einige Optionen besprochen, die für beide Parteien funktionieren könnten. Toll, das ist ermutigend. Was waren die wichtigsten Details, auf die Sie sich einigen konnten? Wir haben uns auf einen leicht verlängerten Zeitplan und einen mehrstufigen Zahlungsplan geeinigt. Hervorragend, das klingt nach einem produktiven Kompromiss. Haben Sie irgendwelche anderen Anforderungen geäußert? Ja, Sie wollten auch eine Klarstellung des Arbeitsumfangs und der zu erbringenden Leistungen. Okay, das macht Sinn. Konnten Sie die notwendigen Angaben machen? Ja, ich habe den vollständigen Projektplan durchgesehen und alle Ihre Fragen beantwortet. Wunderbar, es scheint, als ob Sie diese Verhandlungen sehr gut geführt haben. Danke, ich habe versucht, so schnell und flexibel wie möglich zu sein. Es hat sich ausgezahlt, eine Einigung zu erzielen, die für beide Seiten funktioniert, ist ideal. Absolut. Ich freue mich,
dass wir eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung finden konnten. Ich auch. Starke Verhandlungen wie diese haben wirklich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft geschaffen. Lektion 21. Ein Meeting planen. In Ordnung, Anna. Wir sind also bereit für die Verhandlungsdetails. Wie wäre es, wenn wir ein Treffen vereinbaren, um alles abzuschließen? Tolle Idee. Wann würde das für dich am besten funktionieren? Lass mich einen Blick in meinen Kalender werfen. Wie wäre es nächsten Montag um 10 Uhr? Nächsten Montag um 10 Uhr klingt perfekt. Soll ich weitermachen und das blockieren? Ja, bitte TUS. Dadurch wird sichergestellt, dass wir die Zeit haben, um das Ganze abzuschließen. Wunderbar. Ich schicke gleich eine Kalendereinladung, damit sie gesperrt ist. Fantastisch, ich weiß es zu schätzen, dass du dich darum kümmerst. Müssen wir sonst noch etwas für das Treffen vorbereiten? Ich denke, die Hauptsache wird darin bestehen, die wichtigsten Punkte unserer Verhandlungen noch einmal zu überprüfen. Richtig, gute Entscheidung. Wir werden sicherstellen wollen, dass wir alle Details abgestimmt haben. Exakt. Ich werde eine kurze Zusammenfassung zusammenstellen, die ich während des Treffens durchgehen werde. Hört sich gut an. Und bitte zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, wenn Sie weitere Fragen haben. Wird reichen. Ich freue mich darauf, diese Vereinbarung nächste Woche abzuschließen. Ich auch, es war toll, mit dir daran zu arbeiten. Ebenso. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Einverstanden. Okay, ich werde nach der Kalendereinladung Ausschau halten. Du hast es. Dann rede mit dir. Lektion 22. Erkunden Sie Niagara-on-the-Lake. Hey Anna, warst du schon einmal in Niagara-on-the-Lake in Kanada? Nein, habe ich nicht. Ich habe aber gehört, dass es eine wunderschöne Stadt ist. Was kannst du mir darüber sagen? Nun, es liegt direkt am Ufer des Ontariosees, wo der Niagara-Fluss in den See mündet. Ah, ich verstehe, also muss es dann einen herrlichen Blick auf das Wasser geben. Absolut. Die Stadt hat auch ein wirklich reizvolles, historisches Flair. Das klingt reizend. Was sind einige der Hauptattraktionen oder Aktivitäten dort? In der Umgebung gibt es viele Weingüter, die Verkostungen und Touren anbieten, die sehr beliebt sind. Weinverkostung in einer malerischen Stadt am See? Das klingt nach meiner Art von Reise. Ja, die Niagara-Region ist bekannt für ihre ausgezeichneten Weine. Es gibt auch wunderschöne Parks. Oh, und ich wette, die Wanderwege bieten einen herrlichen Blick auf den See und den Fluss. Ganz gewiss. Es ist ein großartiger Ort für Outdoor-Aktivitäten und Sichtsee-ein. Ich muss es meiner Reiseliste hinzufügen. Wann ist die beste Jahreszeit für einen Besuch? Ich würde sagen, der späte Frühling oder der frühe Herbst sind ideal. Das Wetter ist mild und die Menschenmaßen sind geringer. Gut zu wissen. Das wäre die perfekte Zeit, um durch die historischen Straßen zu schlendern. Exakt. Es hat eine so malerische,
Friedliche Atmosphäre im Vergleich zu den touristischeren Gebieten der Niagarafälle. Das gefällt mir sehr. Ich mag die Idee eines erholsamen, malerischen Kurzurlaubs. Ich auch. Niagara on the Lake scheint der perfekte Ort dafür zu sein.